Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Ich habe Post bekommen von der Retro-Fabrik und in diesem Video möchte ich euch den 5. Band der Masters of the Universe Vintage Comics aus dem ehemals Ehapa Verlag vorstellen, Duell der Doppelgänger. Und ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Ja Leute, bevor wir loslegen, möchte ich kurz erwähnen, dass es sich hier um ein Rezensionsexemplar handelt, dass die Retro-Fabrik, dass der Mustafa und der Frank, viele Grüße an euch, mir zur Verfügung gestellt haben. Das möchte ich jetzt in diesem Video ein bisschen näher beleuchten. Ja, Retro-Fabrik, Masters of the Universe, glaube ich, muss ich nichts mehr erklären, erwähnen. Ihr alle Masters-Fans da draußen kennt die Retro-Fabrik mit Sicherheit. Ja. Es ging ja los, dass die Retro-Fabrik ganz kurz abgerissen einen Sammelband rausgebracht hat von den ehemals Interpart-Comics aus den 80er Jahren, so einen richtig dicken, fetten Schmöker, ja, wo die komplette Historie der Interpart-Comics drin waren. Und natürlich war dann der Ruf laut nach den Ehapa-Comics, die auch in den 80ern erschienen sind. Und diesmal hat es die Retro-Fabrik so gemacht, sie bringen 7 Bände heraus mit jeweils 3 Ausgaben, also 3 ehemalige Ehapa-Hefte in einem Band drin. Ja, mittlerweile sind wir schon bei Band 5. Ja, dieses heißt Duell der Doppelgänger und in diesem Band sind auch wieder 3 Hefte beinhaltet, und zwar die Ausgaben 13, 14 und 15 der 80er Jahre Ehapa Comics. 21 gab es insgesamt. Ja, das heißt, ich bin jetzt bei Band 5, ist 2 Folgen noch, 6 und 7 folgt noch und dann ist das Ganze abgeschlossen. Dann haben wir alle in diesen schönen Hardcover-Büchern die ehemaligen Ehapa-Comics alle wieder neu koloriert, ja, mit Hintergrundinfos und so weiter. Allein das ist schon lobenswert, ist schon erwähnenswert, ist total klasse. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mit euch einen Blick hier reinwerfen. Ich blende jetzt auch immer mal ein paar Bilder ein in das Buch, für das Buch. Ja, das Buch war oder ist vorzubestellen, wird ausgeliefert jetzt Anfang November, meine ich. Ja, ist für die, die es nicht wissen, es ist die Standardausgabe hier und es gibt halt immer 3 Ausgaben, 3 limitierte Ausgaben, die zum Vorbestellen waren, die jetzt Print to Order gemacht worden sind. Das heißt, ich konnte mir 3 weitere Covermotive aussuchen. Das Besondere hier dran ist, dass es jeweils ein Covermotiv des ehemaligen Ehapa Comics ist. Ja, das heißt, das zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal in diesem Buch drin. Das hier ist jetzt das neue Cover. Das wurde von keinem geringeren als Simon Eckert entworfen. Und Simon, das ist wieder ein geniales Teil hier. Das Cover sieht, ja, das könnte wirklich halt in den 80ern erschienen sein. Ich finde, das ist so genial hier. Ja, He-Man kämpft gegen seinen Doppelgänger, im Hintergrund Teela, King Randor und Orko. Und das Bild ist der Hammer. Ja, das ist Wahnsinn. Gefällt mir richtig, richtig gut. Reiht sich perfekt in die Vintage-Comics, in die Vintage-Bilder ein. Simon Eckert ist ein genialer Künstler, hat schon sehr viele Motu-Sachen entworfen. Und die Rückseite hier auch nochmal ganz kurz. Ja, ich sehe hier Man at Arms auf dem Dragon Walker hier und ich habe Fisto auf dem Baschasaurus, ja, die halt in den Kampf ziehen, nenne ich es mal. Ja, finde ich total klasse. Das Band, ja, wie gesagt, geht los. Ich zeige es euch jetzt mal, was ich eben gemeint habe mit den 3 verschiedenen Covern. Erstmal eine schöne Einleitung hier. He-Man, Skeletor, finde ich total klasse. Ja, und dann fangen wir an. Ich habe mir hier so ein paar Post-its eingesetzt. Das blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Hier sieht man eine Übersicht, ja, über die 3 Hefte, die hier in diesem Band beinhaltet sind. Es ist das Magazin 13, 14 und 15. Jetzt haltet euch mal fest, Magazin 13 ist am 26.07.1988 rausgekommen, Leute. Das ist so Wahnsinn, oder? Wie lange das her ist. Ja, Magazin 14 am 30.08.88, Magazin 15 am 27.09.88. Die Titel, ja, wie gesagt, seht ihr jetzt hier. Eins davon ist der Titel auch dieser Ausgabe hier, Duell der Doppelgänger. Die anderen lauten Gefangene der Tiefe, Die Blume des Lebens, Der Fluch der magischen Schriften, dann Duell der Doppelgänger, Katastrophe auf Eternia und Die Ringe der Zwietracht. Jedes Comic hatte damals 2 Geschichten beinhaltet, deswegen sind hier auch wieder 6 Geschichten drin. Ja, und da möchte ich jetzt direkt losgehen und zwar so sieht das Ganze aus. Ja, das ist quasi der erste Band bzw. Band 13 gewesen damals. Ich habe hier auf der linken Seite immer das Originalbild, wie das Comic damals ausgesehen hat. Auf der rechten Seite ist es
neu interpretiert bzw. neu koloriert worden und es fehlen halt die Sachen, die damals halt aufgedruckt waren. Ja, zum Beispiel gab es da damals ein Preisausschreiben hier, das ist hier auf dem großflächigen Bild nicht drauf, aber ich finde es einfach genial, dass die Retrofabrik die nochmal abgedruckt hat. Ja, und dann geht es halt mit den Geschichten los, Leute. Ja. Ich finde diese EHPA-Comics so genial, ich finde es so klasse und eine kurze Inhaltsangabe dann immer und dann wurden die, Heroes, die Masters of the Universe in die Bredouille immer gebracht. Ja, also Skeletor hat jedes Mal immer einen teuflischen Plan gehabt, den He-Man, den es gilt zu vereiteln. Und ich finde es Wahnsinn, Leute. Ich finde es Wahnsinn. Hier haben wir den nächsten Band 14 dann. Ja, das Cover von Band 14. Ja, und genau das gleiche, auch wieder 2 Geschichten hat Band 14 und Band 15. Wie gesagt, zeige ich euch auch noch. Und wie gesagt, zum Vorbestellen gab es dann die Möglichkeit, sich das Buch mit einem dieser 3 Cover auszusuchen, ja, und dann halt Print to Order quasi bestellen zu können. Das Besondere hierbei ist noch, dass diese quasi Print to Order, man kann es auch Limited Editions dann nennen, ja, es werden nur so viele produziert, wie auch bestellt werden, vorbestellt werden, beinhalten immer Poster. Das ist hier bei der Standard-Variante nicht der Fall. Die Standard-Variante liegt bei 19,99 €, 99 oder 90, ja, also knapp 20 €. Die Limited Editions liegen bei 24,99 oder 25 € und die haben halt Poster mit drin. Die haben einmal die Poster der einzelnen Cover. Das heißt, dieses Cover ist als Poster dabei und auch die 3 Vintage-Cover sind als Poster dabei. Plus, es sind Poster von den Postern mit drin, Leute. Das heißt, Poster von den Postern, die halt immer in diesen Comics mit drin waren, ja, immer als Doppelseite, die früher halt immer irgendwo gehangen haben. Und ich zeige euch jetzt gerade noch mal eins davon zum Beispiel. Das wäre dieses hier. Ja, das ist alles gezeichnet von Esteban Maroto, ja, ein Comiczeichner, der in den 80ern sehr viel Masters gezeichnet hat, also für die EHPA Comics im Speziellen. Ja, und das sieht einfach genial aus. Und das Tolle ist nämlich auch, dass nach diesen 3 Comics, also nach den 6 Lektüren, die man halt gelesen hat, immer noch mal eine Bildergalerie hinten dran ist, Leute. Ja, das heißt, da seht ihr die Entwürfe oder wie das Zeichnen der Entwürfe begonnen hat. Ja, hier nochmal von Simon Eckert, vom Entwurf zum fertigen Bild, also von der Skizze zum fertigen Bild. Ja, all das ist hier hinten mit drin immer. Ja, es sind die einzelnen Artworks immer noch mal abgebildet. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, hier, das hier war immer die Rückseite der jeweiligen Comics. Ja, also ganz hinten wirklich das Endblatt. Und dann sieht man hier eine Bleistiftzeichnung, da steht es Original Bleistiftzeichnung, Illustration, Heftrückseite von Juan S. Canel aus dem Magazin 7 vom 26.07.88. Ja, also die Retrofabrik hat richtig geil recherchiert. Ich finde es einfach Wahnsinn, Leute. Das ist ein Pflichtkauf für jeden Masters of the Universe Fan. Und wenn das noch nicht alles war, Leute, dann gibt es ganz am Ende nochmal ein Kapitel und das heißt Blick hinter die Burgmauern und da sind immer Interviews drin mit verschiedenen Leuten. Mal sind die Comiczeichner drin, mal andere. Und jetzt hier in diesem Band ist zum Beispiel jetzt der Redakteur Bernd Klötzer interviewt worden. Und Bernd Klötzer war der Redakteur von EHPA damals, der halt für diese Masters of the Universe Comics zuständig war. Also die Retrofabrik hat keine Kosten und Mühen gescheut, um uns Masters of the Universe Fans wirklich halt alles zu geben, was es bei den EHPA Comics damals gab, um alles, ja, alle Infos zusammenzutragen und so weiter. Ich finde es echt klasse, Leute. Wie gesagt, ein Pflichtkauf für jeden Masters of the Universe Fan. Die Bände 1 bis 4 können noch nachbestellt werden, ja, mit dem Standardcover, teilweise halt auch, glaube ich, mit dem Sondercover, wenn halt einer zum Beispiel seine Cover dann doch nicht genommen hat. Ja, all das findet ihr dann auf der Retrofabrik Internetseite. Ich verlinke das natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Ja, bestellt euch dieses Buch, holt euch ein Stück Masters of the Universe Geschichte nach Hause, neu koloriert, neu bearbeitet in diesen schönen Hardcover-Bändern von der Retrofabrik. Das soll es gewesen sein, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Retro Raune.